Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: die schockierende Enthüllung. Genauer, warum Fehler eine Lüge sind und du die Wahrheit erfahren musst. Bevor ich mit der eigentlichen Geschichte weitermache, möchte ich etwas loswerden. Egal, ob ihr zu unseren aktiven und engagierten Zuschauern gehört oder eher zu den stillen Genießern, die im Hintergrund unsere Inhalte schätzen, ihr alle seid ein wichtiger Teil dieser noch kleinen Gemeinschaft. Und nicht zu vergessen, unsere stolzen 29 Abonnenten, die unsere Botschaft und Geschichten unterstützen. Eure Unterstützung und euer Interesse bedeuten mir viel. Es zeigt mir, dass wir gemeinsam an einer wertvollen Idee arbeiten, die dazu beiträgt, die Art und Weise, wie wir über Kommunikation und menschliche Beziehungen denken, zu bereichern. Mir ist es absolut wichtig, dass die Menschen durch meinen Kanal tatsächlich zu ihrem kristallinen Kern gelangen. Dieser kristalline Kern repräsentiert euer wahres Selbst, euer Selbstbewusstsein und euer Selbstvertrauen. Lasst uns heute wieder in eine Welt der Erkenntnis und des gemeinsamen Lernens eintauchen, um uns auf den Weg zu diesem strahlenden Kern zu begeben. Vielen Dank für eure Treue und eure wertvolle Zeit. Lasst uns gemeinsam Weisheiten zum Mitnehmen weitertragen und verbreiten. Es wird jetzt für mich emotional schwierig, nach diesen Worten einen harten Schnitt zu machen und zum eigentlichen Thema überzugehen. Aber das muss wohl sein. Ich komme nicht umhin, beim Bäcker einer Diskussion zweier Frauen zuzuhören. Eine Frau, nennen wir sie einfach Viola, spricht zu einer anderen Frau, diese nenne ich jetzt der Einfachheit halber Biggie. Viola sagt also zu Biggie, er versucht sie immer zu erziehen. Darauf Biggie voller Entsetzen und zustimmt, das geht ja gar nicht. Viola hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen und bringt gleich hinterher. Dann zählt sie ihm auf, welche Fehler er macht. Ich kann nicht anders. Ich muss dazwischen. Meine Alarmlämpchen gehen bei bestimmten Alert-Worte einfach an. Wie die Signallämpchen am Armaturenbrett im Auto oder wie kleine Agenten, die mich vor Gefahren warnen wollen. Also sagte ich, dazu gehören immer zwei. Viola will vermutlich meine Aussage nicht hören. Wie denn auch? Sie ist in Fahrt, dreht sich zu Biggie und spricht weiter. Dann sagt sie ihm, er soll seine Socken aufräumen, und er tut es nicht. Biggie, ja genau. Ich diesmal provokativer, also er versucht sie zu erziehen und das geht gar nicht? Viola, natürlich nicht. Ich denke mir so, oh, sie nimmt mich wahr und füge gleich hinterher, weil ich muss diese Gelegenheit ja ausnutzen. Und was genau macht seine Frau, wenn sie ihm sagt, er solle die Socken nicht rumliegen lassen und aufräumen? Viola sichtlich erbost, in meine Richtung blickend, das ist nicht falsch und auch nicht erziehen. Das gehört sich einfach so. Also meinem Mann hätte ich was gehustet, wenn er seine Socken rumliegen lassen würde. Was genau ist es dann, wenn du das deinem Mann so sagst? Viola, by the way, ich weiß, dass sie ihrem Mann nichts hustet, aber Frauenlogik eben. Ich bin absolut der Ansicht, dass niemand Fehler macht.
Definitiv nicht. Er versucht lediglich, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Manchmal klappt es, manchmal eben nicht. Das ist eine interessante Perspektive, oder? Ich betone nochmal, dass Menschen keine Fehler machen, sondern einfach versuchen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine sehr einfühlsame Sichtweise auf menschliches Verhalten und Kommunikation. In diesem Video möchte ich weiter darauf eingehen, wie Missverständnisse in Beziehungen auftreten können, wenn diese Bedürfnisse nicht klar ausgedrückt werden und das dann Fehler oder falsch genannt werden. Diese Herangehensweise könnte sicherlich zu einem tieferen Verständnis der menschlichen Kommunikation führen. Hier mal eine andere Geschichte, die ich erlebt habe. Du hast keine Fehler gemacht. Du hast versucht, dir ein Bedürfnis zu erfüllen, was nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Heute hatte ich ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter, der mit Menschen arbeitet, die unter Abhängigkeiten leiden. Ich bat ihn also, mir zu beschreiben, was er genau macht, seine Arbeit, seine Person. Nach ein paar Zeilen Ausführung sagte er, was im Nachhinein ein Fehler war. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich konnte nicht anders. Ich unterbrach ihn mit den Worten, du hast keinen Fehler gemacht. Niemand macht Fehler. Er schaute mich an, soweit man via Zoom schauen kann, als ob er sagen wollte, was ist das für einer? Ich sagte ihm, niemand macht Fehler. Er versucht, sein Bedürfnis zu erfüllen. Aha, sagte er, und wie würdest du es dann nennen? Ich würde es gar nicht benennen. Ich würde dich fragen, also frage ich dich jetzt, was genau du deiner Ansicht nach falsch gemacht hast. Was war denn dein Fehler? Er erzählte mir, dass er aus einem Zweierteam ein Dreierteam gemacht hat, ohne die Menschen zu involvieren. Okay, sagte ich. Kannst du mir erzählen, was der Grund war, deine Motivation, die Teams außen vor zu lassen? Ich dachte, dass es das Ganze aufblähen würde und es in die Länge ziehen würde, wenn ich alle mit ins Boot nehmen würde. Okay, also war die Zeitersparnis eine Motivation, ein Antrieb, dein Bedürfnis. Ja, genau, antwortete er. Aber was genau ist daran der Fehler? Nun, ich muss jetzt mit Widerstände kämpfen. Und deshalb siehst du in dem, was du gemacht hast, einen Fehler. Ja, genau, sagte er. Versuche bitte, das eine nicht mit dem anderen zu vermischen. Deine Widerstände haben nichts damit zu tun, dass du dir dein Bedürfnis zu erfüllen suchtest. Ja, aber, nix aber, sagte ich zu ihm. Erkläre den Widerständlern, weshalb du es getan hast. Eben um dir dein Bedürfnis nach Zeitsparen zu erfüllen. Du warst der Ansicht, dass das allen zugute kommt. Dann nimmst du die Widerständler eben mit und klärst mit ihnen den Grund ihres einzelnen Widerstandes. Jedes Einzelnen. Und dann fragst du alle in den Teams, wie ihr gemeinsam Lösungen, Strategien findet, mit der alle zufrieden sind. Ungläubiges Schauen. Hast du in meinem Dialog mit dir über dein Thema irgendwann das Wort Fehler oder falsch gehört? Nein, sagte er. Also du würdest es nicht benennen? Fragte er mich. Nein, antwortete ich, zumindest nicht als Fehler oder falsch. Wozu soll das gut sein?
Wozu ist es gut, wenn ich das Wort Fehler oder falsch benutze? Das Problem ist, dass dieses Wort negativ konnotiert ist und jeder, fast jeder, zusammenzuckt, wenn er das hört. Er nickt zustimmend, als ob er solche Worte, Ansichten zum ersten Mal hört. Naja, wahrscheinlich tut er das ja auch. Du arbeitest mit, so habe ich dich verstanden, mit Menschen mit Abhängigkeiten, korrekt? Ja, antwortete er. Was glaubst du, wie es diesen Menschen ginge, wenn du ihnen ihre Fehler vorhältst, benennst oder ihnen sagst, was sie falsch gemacht haben? Sie würden dir bestimmt nicht mit purer Freude um den Hals fallen, oder? Nein, das stimmt. Warum ist es dann so wichtig, es mit einem Wort zu benennen? Genau das ist meine Arbeit, meine Passion, mein Bedürfnis, den Menschen einen anderen Denk- und Sprachgebrauch zu zeigen, einen lebensdienlichen Weg. In meinen vorangegangenen Geschichten haben wir gesehen, wie Missverständnisse in Beziehungen entstehen können. Oftmals versuchen Menschen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, aber die Art und Weise, wie sie diese Bedürfnisse ausdrücken, kann zu Verwirrung führen. In der ersten Geschichte, Frauenlogik, haben wir gesehen, wie unterschiedliche Perspektiven zu Konflikten führen können. In der zweiten Geschichte ging es darum, wie man positive Kommunikation fördert, ohne das Wort Fehler oder falsch zu verwenden. Der Übergang zwischen diesen Geschichten liegt in der Erkenntnis, dass Missverständnisse oft vermieden werden können, wenn wir lernen, unsere Bedürfnisse klar und offen auszudrücken. Statt das Wort Fehler zu verwenden, können wir nach Lösungen suchen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Die Quintessenz meiner Arbeit ist es, einen anderen Denk- und Sprachgebrauch zu fördern, der dazu beiträgt, Missverständnisse zu minimieren und gesunde Kommunikation in Beziehungen zu unterstützen. Dies trägt dazu bei, dass Menschen sich verstanden fühlen und ihre Bedürfnisse erfüllt werden, ohne negative Konnotationen wie Fehler oder falsch zu verwenden. Ich bin auf meine Geschichten, also diese zwei, die ich hier aufgeführt habe, wieder gestoßen, nachdem ich auf YouTube ein Video mit einem Shaolin-Mönch gesehen habe, der tatsächlich sagt, jeder macht Fehler, deine Eltern, deine Großeltern und andere auch. So eine Aussage erschüttert mich und ich dachte, und das aus dem Munde eines Mönchs? Keiner, na gut, kaum einer würde auf die Idee kommen, meine Aussage, keiner macht Fehler, als eine einfühlsame Aussage zu verstehen. Die Aussage des Shaolin-Mönchs hat mich tatsächlich dazu inspiriert, über die eigenen Ansichten zur Kommunikation und den Umgang mit Fehlern nachzudenken und zu berichten. Das zeigt, wie unterschiedliche Perspektiven und Worte in der Kommunikation aufgenommen werden können. Der andere behandelt eben Menschen, der andere fühlt sich ein. Apropos behandeln, da gibt es eine Parabel von mir. Wie möchtest du, dass andere dich behandeln? Gar nicht, es sei denn, es sind Mediziner. Wie denkst du darüber? In diesem Sinne, die schwerste aller Entscheidungen ist leicht zu verstehen und leicht zu merken. Man kann nicht entscheiden. Sokrates. Dieses Zitat von Sokrates betont die Ambiguität menschlicher Entscheidungen und die Herausforderungen, die mit ihnen einhergehen. Es passt gut zu meinem Thema und unterstreicht die Idee, dass es oft keine absolut richtigen oder falschen Entscheidungen gibt.
Und weil heute Weihnachten ist und ich auch zwei Geschichten habe, hier noch ein zweites. Die weisesten Gedanken sind jene, die ungesprochen bleiben, und die weisesten Taten sind jene, die ungetan bleiben. Diogenes von Sinope. Dieses Zitat unterstreicht die Bedeutung von Nachdenken und Reflexion in der Kommunikation und im Handeln. Es kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und verdeutlichen, dass Menschen oft nach bestem Wissen und Gewissen handeln, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ich möchte zum Abschluss noch auf etwas hinweisen. Euer Input ist mir mega wichtig. Wenn ihr Ideen oder Themen habt, die ihr gerne hier auf dem Kanal sehen würdet, dann lasst es mich wissen. Eure Vorschläge sind für mich Gold wert und tragen dazu bei, dass dieser Kanal zu etwas Besonderem wird. Also lasst eurer Kreativität freien Lauf und teilt eure Gedanken mit mir. Ich freue mich auf eure Inspiration. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.